Es wird eine hölzerne Form, die Töne freisetzt. Ein ausgeklügelter Rahmen für einen ganz besonderen Klang. 80 bis 120 Stunden pro Instrument. Willi Korall baut Harfen. Wir haben 45 Minuten und versuchen es trotzdem, zu verstehen, wie man eine Harfe baut. Ich habe hier schon mal Hölzer vorausgewählt, aus dem ich jetzt den Hals und die Säule ausschneiden will. Das ist jetzt Kirschholz, nebenan aus dem Wald in Wohnsheim. Jetzt von der Seite sieht es zunächst mal sauber aus. Und jetzt mal die Rückseite betrachten. Ja, da sieht man zum Beispiel, dass hier jetzt ein Ast ist und hier vorne. Und das sind genau die Stellen, die nachher nicht im Instrument auftauchen sollen, weil sie eventuell ja, von der Optik stören könnten. Und zum anderen aber, was wichtiger ist, dass es von der Statik her keinen negativen Einfluss nimmt. Das ist der Bogen der Harfe, beziehungsweise der Hals, wo nachher die Stimmwirbel reinkommen und die Stegstifte, wo oben die Saiten gehalten werden. Das Ganze stützt sich dann nachher auf der Säule. Das ist die Schablone für die Säule. Die würde hier schön hinpassen. Ja, und dann kann ich das grob anzeichnen und werde zuerst mal die Form wirklich grob ausschneiden, damit ich nachher das Ganze auch hobeln kann. Also vom Trocknen ist die Holzbohle jetzt so ein bisschen in sich gewölbt. Und jetzt versuche ich natürlich genau nicht über diese Wölbung drüber wegzukommen. Das heißt, wenn die nachher in der Mitte aufgeschnitten wird, fällt diese Wölbung flach. Das heißt, genau das, was jetzt hier an Lücke ist, würde dann verschwinden, wenn die Bohle in der Mitte aufgetrennt ist. Und jetzt versuche ich halt genau über diese Wölbung möglichst nicht rüberzukommen. Und dann wird es so zum ersten Mal so richtig spannend, wenn die Bohle über den Hobel geschoben wird und das Holz so zum ersten Mal seine Maserung offenbart. Eine Holzbohle aus Kirschbaumholz. 7 Jahre gelagert, im eigenen Garten übrigens. Für Willi Korall sowas wie ein ungeschliffener Diamant. Sieht eher nach Schiffsplanke aus, ist aber der Grundstock oder Stoff für eher zarte und sanfte Klänge. Eine keltische Harfe. Eine schöne, handliche Harfe mit, wenn es nach Korall geht, wundervollem, weichen Klang. Millimeter für Millimeter wird abgerechtet, weggehobelt. Eine Seite ist jetzt glatt durchs Abrichten, das heißt, die Seite ist jetzt gerade glatt gehobelt worden. Und damit jetzt die andere Seite schön parallel dazu ist vom Verlauf her, wird jetzt hier unten durch den dicken Hobel geschoben. Das heißt, hier oben wird jetzt parallel zur unteren Fläche noch Holz weggehobelt. Auf genau die Stärke, die er benötigt. Sie dürfen exakt 44 mm dick sein, die Bretter, aus denen Korall dann die Säule und den Hals des Instruments herausarbeiten will. (44 mm). Die 44 mm, haben Sie die vorgegeben? Ja, also letztendlich auch so ein Stück weit, also zunächst mal ein bisschen mehr Sicherheit vorgegeben. Das heißt, die erste Harfe habe ich mal auf 46 mm gearbeitet und dann festgestellt, dass es zu massiv war, also dass durchaus die Stabilität auch gewährleistet ist, wenn ich etwas dünner werde. Und damit die Harfe nicht so viel Masse hat und auch leichter ins Schwingen kommt. Und 2 mm machen so viel aus? Ja. Noch nicht so ganz einfach zu verstehen in diesem Moment. Seit fast 15 Jahren baut Willi Korall Harfen. In seiner kleinen, feinen Kellerwerkstatt im rheinhessischen Sieversheim ist er perfekt ausgestattet. Mit einiger Vorstellungskraft werden sie sichtbar. Der kurze Hals, den man auch Stimmstock nennt, und die längere Säule der Harfe. Noch einmal bemüht Korall die Schablonen. Jetzt geht es um die exakte Form. Er hat sie selbst entworfen und gefertigt, jeden Abstand, jede Dicke definiert für sein spezielles Harfenmodell. Und genau die Rundung am späteren Hals der Harfe wird sein Ansatzpunkt beim Aussägen der exakten Form.
Diese Bohrung braucht Korall als Ansatz zum Sägen der Form, die er mit Bleistift aufgetragen hat. Viele Stunden braucht allein die Vorbereitung der Rohlinge von Hals und Säule. Jetzt ist der Hals klar erkennbar. Den Zylinderschleifer hat Korall selbst gebaut, wie so vieles andere, was ihm präzises Arbeiten ermöglicht und erleichtert. Sehr langsam arbeitet er sich heran. Die Kontur soll absolut streichelglatt und harmonisch werden, ohne jegliche winzige Unebenheit. Fühlt sich eigentlich sehr schön an. Ist es besonders schön für Sie, mit Holz zu arbeiten? Oder warum haben Sie sich dafür entschieden? Ja, ich finde, dass Holz einfach ein super schöner Werkstoff ist, der eben, weil Sie es eben ansprachen, von der Haptik her, also vom Anfassen her, sich schön anfasst, sich schön bearbeiten lässt und einen tollen Geruch freisetzt und ja, eigentlich auch Glücksmomente beim Bearbeiten erzeugt. Schleifen, immer wieder schleifen. Wie die Harfe aussieht, wie sie sich anfühlt und wie sie klingt, darum geht es ihm. Wieder die Schablone. Punktgenau müssen die Löcher für Stimmwirbel und Stegstifte angezeichnet, vorgestochen werden, für die Stifte, die später am Hals der Harfe die Saiten halten werden. »34 Löcher in einer Reihe, für 34 Saiten, die unsere Harfe haben wird.« Und dann geht er ans dritte Element. So, jetzt lege ich mir die einzelnen Korpusleisten zurecht. Ich muss erst mal gucken, wo die Kehrung dran ist. Hier ist eine ohne, die muss nach außen. Und versuche mir jetzt ein möglichst schönes Bild zu legen. Von der Maserung her, des Holzes her. Wobei jetzt die Kirsche sehr gleichmäßig in der Maserung ist. Aber hier wäre jetzt zum Beispiel eine Stelle, die man so ein bisschen spiegeln könnte, was nachher ganz schön aussieht im Korpus. Und die dann, genau, das wäre dann die Mitte vom Korpus und hätte genau an der Stelle nachher diese Spiegelung von der Maserung. Und hier will der Harfenbauer ein Betriebsgeheimnis wahren. Die spezielle Weise, die Korpusleisten zu verleimen, die mag er nicht zeigen. Und hier ist es schon passiert. Aus den Leisten ist der Korpus geworden, der Klangraum oder besser Resonanzkörper der Harfe, der jetzt vervollständigt werden muss. Das kleine Brett wird als erstes verleimt mit sehr kompliziertem Gerät. Das ist eine spezielle Messlehre, die Sie da gebaut haben, oder kann man die kaufen? Ne, die ist jetzt selbst gebaut. Das, was man kaufen kann, ist das Geodreieck. Und jetzt geht es darum, das Ganze schön parallel zueinander im richtigen Winkel anzuzeichnen. Und das ist dann hier unten die Mitte, wer genau bestimmen kann und oben auch. Und damit habe ich eine schöne gerade Mittellinie und kann danach jetzt hier unten dieses Querbrett ausrichten, um es dann nachher einzuleimen. Die Säule wird dann hier verschraubt und abgefangen, weil da geht nachher auch noch der ganze Druck von der Seitenbelastung unten mit auf dieses Querbrett. Das heißt, man muss verstehen, dass da extreme Kräfte herrschen. Ja, man sagt immer, die Harfe ist so ein engelsgleiches Instrument, aber letztendlich jetzt bei der keltischen Harfe sind es ca. 400 Kilo, also bei meiner Harfe ca. 400 Kilo Saitenspannung. Bei einer Konzertharfe sind es um Klassen mehr Kräfte, die da auftreten. Also da sind schon ungeheure Spannungen, die auch irgendwie von dem ganzen Gebilde nachher ausgehalten werden müssen. Und nicht die Harfe sich nachher aufgrund der Saitenspannung selber zerlegt. Das Querbrettchen muss trocknen. Zeit, sich ganz anderen Hölzern zuzuwenden, ganz besonderen. Das ist jetzt das, was am wichtigsten ist bei der Harfe, kann man das sagen? Ja, das ist eigentlich das Kernstück oder ich finde die Seele vom Instrument, das wird die Schalldecke. Das sind jetzt einzelne Hölzer, Tonholzrohlinge aus Lippen. Tonholz, was ist speziell Tonholz? Das ist feine,
feines Fichtenholz mit ganz engen Jahresringen. Das habe ich in Mittenwald geholt. Und das ist ein spezieller ein Tonholzsägewerk. Was ist die besondere Klangeigenschaft? Was bringt das hervor, dass die Jahresringe so eng nebeneinander stehen? Also zunächst mal für die Jahresringe ist es so, dass der Baum im Grunde genommen unter schwierigen Bedingungen gewachsen ist. Und das heißt, er konnte jetzt jedes Jahr nur ganz minimal einen dicken Zuwachs erzeugen, weil er halt auf so kargen Boden steht. Und was aber dann letztendlich wieder dem Klang zugutekommt. Das heißt, der Baum, der es im Leben schwer gehabt hat, erzeugt aber dadurch ein wunderbares Tonholz. Merkt man auch dadurch, wenn man ein anderes Holz nehmen würde, mit breiten Jahresringen, hätte man eben einfach diesen Klang nicht. Zum einen das und zum anderen wäre es auch von der Statik her nicht, weil hier ist ja nachher der Saitenzug noch mit dran. Das heißt, neben der Tonerzeugung, genau, die werden ja nachher durch die Schalldecke geführt und neben der Klangerzeugung dient die Decke auch noch dazu, diesen ganzen Saitenzug mit abzufangen. Dann habe ich mir hier eine Schablone gemacht, die von der Form her und von der Größe her genau der Schalldecke entspricht. Können wir die hier auflegen und einfach die Kontur übertragen. Mittenwald gilt als Dorado des Geigenbaus. Korall liebt es, dort im Sägewerk seine Hölzer auszusuchen. Ein Privileg seiner Arbeit, sagt er. Aus den einzelnen Brettchen sägt er die Einzelteile der Schalldecke. Auch hier kommt es Korall aufs Werkzeug an. Er arbeitet mit japanischen Sägen, die sehr feine Zähne haben und sehr dünne Sägeblätter, die durch das Holz gezogen werden. Damit macht er absolut präzise Schnitte und es gibt keine ausgefransten Ränder. Feinheiten und präzises Arbeiten sind bei diesem Handwerk in doppelter Weise wichtig. Es geht nicht nur um fehlerfreie Leimnähte, wenn die Bretter später zusammengefügt werden, nicht nur um Optik. Es geht eben um Klang. Ja, die Schwierigkeit ist vielleicht der akustische Anspruch, den ich in ein Instrument reinlege. Also nicht nur die äußere Form zu schaffen, sondern die Form zu nutzen, um den Klang zu erzeugen, der mir vorschwebt. Und da immer dran zu feilen. Letztendlich durch die Wahl der Stärken und auch durch die Wahl der Materialien den Ton zu finden und der hoffentlich auch dem Interessenten gefällt. Und da gibt es halt sehr unterschiedliche Klangfarben, auch bei Harfen, die auch unterschiedlich Leute ansprechen. Der Leim am Brettchen ist ausgehärtet. Es geht mit dem Korpus weiter. Korall leimt 2 Klötzchen an. 2 der vielen Teile, die der Harfe Stabilität und Festigkeit geben, an Stellen, die eben Verstärkung brauchen. Korall arbeitet mit amerikanischem Leim. Im Gegensatz zu Weißleim ist er nicht sehr elastisch, sondern härtet glashart aus, sodass man an diesen Stellen später auch gut abschleifen kann, ohne dass Schlieren oder Ähnliches auftauchen. Leimzeit. Er wechselt den Arbeitsplatz. Die einzelnen Brettchen aus dem Mittenwalder Tonholz werden zur Schalldecke verleimt. Und hier bei der Seele des Instruments, wie er die Schalldecke nennt, kommt ein anderer Leim zum Einsatz. Das ist Fischhautleim. Fischhautleim? Ja, ist vom Geruch auch deutlich wahrnehmbar. Hat eigentlich die ähnliche Eigenschaft wie Knochenleim, nur dass Knochenleim erwärmt werden muss. Und Fischhautleim funktioniert auf kalter Basis. Das heißt, warum verwenden Sie den da? Ja, hat sich bei den Schalldecken ganz gut bewährt. Erstmal eine sehr hohe Festigkeit und zum anderen, der fließt auch ganz fein in die ganz feinen Poren des Holzes rein und bildet quasi wie so kleine Nadeln, wie so kleine Dübel zwischen den Verbindungsstellen. Und das ergibt diese sehr haltbare Verbindung, die er braucht. Und hier das Gestell habe ich mir gebaut halt jetzt als Verleimhilfe, damit, wenn ich nachher Druck mit den Zwingen gebe, dass das Ganze nicht nach oben oder nach unten wegplatzt. Die drehe ich jetzt nur ganz leicht an, damit das Ganze auch noch sich verschieben kann. Lange Verleimzwingen. Den ich jetzt hier.
Ja, und das muss jetzt bis zum nächsten Tag so ruhen und dann kann ich es ausspannen. Jetzt ist der Punkt, an dem wir der Vorstellung etwas nachhelfen wollen. Alles das ist dran und drin in einer keltischen Harfe. Rund 50 Holzteile. Viele von ihnen sind später von außen nicht mehr zu sehen. Die kleinen Klötzchen, die den Korpus von innen verstärken, sind angetrocknet. Zeit, 2 weitere Teile anzuleimen, diese Innenleisten. Später auch nicht sichtbar, aber für Korall oder besser für die Harfe ein sehr wichtiges Detail und Ergebnis jahrelanger Erfahrung. Auch bei den Leisten geht Korall auf Nummer sicher. Dennoch ist der aufwendig konstruierte Korpus nicht das wichtigste Bauteil seiner Harfe. Die Hauptkomponente für den Klang ist die Schalldecke, die Seele des Instruments und der Rest, gerade bei der Harfe, bietet quasi im wahrsten Sinne des Wortes den Rahmen, der die Saiten hält. Der Korpus, der drumherum kommt, der nochmal das Volumen gibt und den Klangraum, damit der Ton, den die Schalldecke erzeugt, auch schön verstärkt wird. Also ich sorge jetzt beim Hobeln dafür, dass ich hier oben die Schalldecke dünner ausarbeite und wo die Höhen sind. Und zum Bassbereich hin ist die Schalldecke dicker. Das heißt, oben ist die Schalldecke dünner als unten. Und bei dem Harfenmodell hat sich für mich so als Erfahrungswert gegeben, oben knapp 3 mm Schalldeckendicke und unten knapp 6 mm. Wenn es jetzt 4 und 8 wären, würde das anders klingen später beim Instrument? Ja, dann würde der Ton sich nicht so entwickeln können, nicht so lösen können. Das heißt, dann wäre die Schalldecke so starr, die schwingt ja nachher wie eine Membran. Und diese Membranwirkung wäre dann nachher ja, blockiert, wenn es zu dick ist. Und die Kunst, denke ich mal, dabei ist es, dass es zum einen der Statik genügt, weil letztendlich an der kompletten Schalldecke 400 Kilo Saitenspannung ziehen. Zum anderen soll sich der Ton lösen können, das heißt, das Ganze frei genug schwingen, damit ein schöner Ton entsteht. Und wenn jetzt die Schalldecke zu dick ist, kann sein, dass der Ton dann so ein bisschen pappig klingt und irgendwie im Instrument stecken bleibt. Und wenn es zu dünn ist, kann sein, dass es auf einmal zu silbrig wird oder zu schrill. Das heißt, Hafenbau ist nicht nur Millimeter, sondern Zehntelmillimeter und Müharbeit, oder? Ja, also zum einen das, was man aus Erfahrung messen kann, also auf die Stärke, in der ich ungefähr hin muss, aber letztendlich dann auch das Holz immer wieder zu nehmen. Um abzuklopfen, welcher Ton sich ergibt. Und Sie können auch hören, ob Sie einen Millimeter mehr abgeschliffen haben oder nicht? Ja, also insgesamt, wo die Klangcharakteristik hingeht. Und wie klingt sie dann, eine Harfe von Korall? Viele beschreiben es als warm, sehr berührend, die Töne, auch den Klang sehr ausgeglichen. Für die Spieler selber mit einer guten Modellierbarkeit der Töne. Das heißt, ob ich jetzt zarte Töne erzeuge, das heißt, die Saite nur ganz zart berühre oder etwas kräftiger. Das heißt, ich kann unwahrscheinlich viel Dynamik ins Spiel reinbringen, weil die Harfe diese Dynamik aufnimmt und auch weitergibt. Korall leimt die Mittelleiste außen auf die Schalldecke. Dort werden später die Saiten befestigt. Es ist ungünstig, jetzt mit Zwingen zu arbeiten. Sobald man sie ansetzt, sagt er, verschieben sich die Leisten oft auf dem Leimfilm. Seine Lösung? Dünne Spreizen mit Federn, die er zwischen Leiste und Gestell einkeilt und so unverrückbar auf Spannung bringt. Im Hals sticht Korall das Loch aus, in das der Zapfen der Säule muss. Beide Teile müssen zusammengefügt werden, und zwar ganz ohne Wackeln oder Luft. Jetzt passe ich den Hals und die Säule genau an und muss mich jetzt ganz behutsam ans richtige Maß ranarbeiten, dass die Flächen hier nachher ganz genau aufeinander liegen. Hier kommt ja nachher der Saitenzug, das heißt, hier ist die Saitenebene und jetzt steckt das so drin und die Saiten sorgen dafür, dass das Ganze eigentlich so ein bisschen aus der Position gezogen wird. Und die Kraft, die muss jetzt hier
aufgefangen werden. Also Zapfenloch. Und das Ganze muss dann schön fest angepasst sein, dass genau die Verbindung auf Dauer stabil bleibt. Und noch eine Probe. Noch immer ist der Sitz nicht perfekt. Ein winziger Spalt noch sichtbar. Das sieht jetzt gut aus. Ja, passt perfekt. Seine Rohdiamanten, sein Material, die Stämme aus dem Wohnsheimer Wald lagern hier. Im Garten, hinter dem Haus, unter dem Walnussbaum. Hier ist der andere Teil seiner Werkstatt. Das Abrichten mit dem Schabhobel, so heißen diese Teile, macht er, wann immer es geht, hier. Eigentlich mein Lieblingsarbeitsplatz. Also am liebsten draußen in der Natur. Und solange das Wetter noch so ist wie jetzt, kann ich es schön nutzen. Im Winter wäre es natürlich schlecht, aber ab dem Frühjahr, wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen kommen, dann ist es schön hier draußen. Korall arbeitet an der Säule. Freihändig markiert er die Linienführung für die Kontur. Könnt ihr die theoretisch so lassen, aber ich finde es zum einen zu massiv und zum anderen auch nicht formschön, wenn es einfach so glatt bleibt oder wenn jetzt nur die Kante gerundet wird. Das heißt, ich zeichne mir jetzt hier eine Linie an und von da aus arbeite ich beide Seitenwangen zur Seite hinweg, dass so ein Profil entsteht. Und vorne wird es dann auch noch ein bisschen schräg weggearbeitet und gerundet, sodass es einfach nachher auch eine schöne, gefällige Form gibt, also fürs Auge gefällig ist und nachher auch vom Anfassen her ein angenehmes haptisches Gefühl vermittelt. Die Harfe soll sich gut anschmiegen an den Körper, soll gut zu halten sein. Oh, hier sieht man jetzt, wie es rattert. Das heißt, habe ich die falsche Bearbeitungsrichtung gewählt, dann muss ich jetzt von der anderen Seite, dass ich nicht gegen die Faser, sondern mit der Faser arbeite. Er mag sie, seine Späne auf dem Gartenboden. Mehrere Stunden hobelt, feilt und schleift er allein an der Säule. Und was man mag, dass Harfenbau Energie einfordert. Also so wie nachher die Harfe ja so als zartes Instrument gesehen wird, aber die Saitenspannung bändigen muss, ist auch bei der Bearbeitung der Holzteile schon auch Kraft erforderlich, aber die gut dosiert, um nachher halt eine schöne, weiche Form hinzukriegen. Willi Korall hat seine Dosierung gefunden, so scheint es, für die Harfe und für sich. Nach 24 Stunden Trockenzeit ist der Korpus komplett und wird ebenso fein abgeschliffen wie jedes andere Teil, zuerst maschinell und dann von Hand. Zuvor hatte Korall noch einige Klötzchen eingeleimt für die Statik und ein stabiles Innenleben, wenn die Saitenspannung zieht und zerrt. Statik, das klingt ungewohnt bezogen auf ein Musikinstrument, aber schließlich steht eine Harfe auf eigenen Füßen. Korall bringt den Korpus auf die richtige Länge. Mit einer Halterung, in der das Werkstück sich auch nicht einen Millimeter bewegen kann, wenn er es an das Sägeblatt hält. Einmal unten am Fuß der Harfe und einmal oben an der schmalen Öffnung. Jetzt ist wieder Handarbeit gefragt. Freie, gestalterische Kreativität. Bei den Schalllöchern. Die Grundform markiert Korall zunächst mit einer Schablone. Danach arbeitet er freihändig. Von der Maserung ist die Kirsche an der Stelle relativ schlicht. Und so finde ich es schön, wenn man jetzt die Schalllöcher so ein bisschen hervorhebt, dass man denen eine besondere Form verleiht, weil dann das Holz nicht ablenkt vom Schallloch und das Schallloch dann nochmal eine eigene Aufmerksamkeit kriegt.
Von Hand zeichnet er kleine Verzierungen, setzt die Form von der Vorgabe ab. Der kleine Steg, der bleibt stehen und gibt noch mal so einen optischen Akzent. Wieso heißen Schalllöcher eigentlich Schalllöcher? Da nimmt man doch an, dass da der Schall rauskommt, der Klang, oder? Die Schalllöcher, sogenannte Schalllöcher, hat man ja zum Körper hingewandt. Aber wenn man Richtung Publikum sitzt, geht schon der Schall nach vorne weg. Und letztendlich dienen die Löcher auch dazu, um an die Seitenebene ranzukommen, um nachher die Seiten verknoten zu können im Korpus. Also damit man innen noch was machen kann, wenn die Schalldecke aufgeleimt ist. Genau. Also stimmt der Begriff nur so halb. Wirklich wichtig ist die Schalldecke. Das haben wir ja schon gelernt. Handwerkskunst. So lange feilen, schleifen, bis die kreierte Form der Vorstellung entspricht und handwerklich perfekt ist. Die Leiste außen auf der Schalldecke ist getrocknet. Auch auf der Innenseite hat Korall mit Hilfe dieses Gestells noch Leisten aufgeleimt. Allerdings sehen die anders aus. Und jetzt ist an der Schalldecke alles dran an Leistendingen, was dran muss, oder? Ja, jetzt ist alles soweit dran. Das ist jetzt die äußere Leiste, wo die Seiten durchgeführt werden. Das heißt, da müssen später noch die Löcher gebohrt werden. Und von innen jetzt auch wieder die Leiste, durch die Seiten geführt werden. Und dann letztendlich hier noch 2 Tonleitleisten, die den Bassbereich noch so ein bisschen verstärken vom Klang her. Den Abstand der Saiten setzt Willi Korall selbst fest, je nach Entwurf und Modell. 34 Saiten. Er baut auch ein Modell mit 36. All das hat mit Klang und Spielweise zu tun. Wie er Schalldecke und Korpus zusammenfügt und leimt, dürfen wir nicht zeigen. Betriebsgeheimnis. Ganz wichtig dabei, das Holz muss ausreichend getrocknet sein. Eine zu hohe Feuchte beim Verarbeiten kann später bei Klimaschwankungen zu Rissen führen. Und wenn eine Schalldecke sich beim Leimen verschiebt, ist das ein Totalschaden. Korall beugt auf seine Art vor. Ja, das ist, um jetzt gleichmäßig Druck auf die Leimstelle zu bringen. Die Gummibänder, die sorgen dafür, dass halt Stück für Stück der Pressdruck erhöht wird. Und wenn man bedenkt, dass nachher die ganze Schalldecke in ihrer Leimung permanent die Seitenspannung halten muss, dann ist es schon eine Lebensaufgabe für so eine Harfe. Es sind unzählige einzelne Arbeitsschritte. Viele haben sich im Laufe der Jahre verändert, fußend auf der Sicherheit und Kunstfertigkeit des Machers. Nichts ist völlig identisch, schon weil Holz ein lebendiger Werkstoff ist. Ja, im Grunde genommen ist es kein glatter Prozess, dass man sagt, ich baue jetzt Harfen zum Beispiel und habe 3, 4, 5 Stück gebaut und ab da ist alles funktioniert nach Drehbuch. Sondern es ist so, dass immer wieder der Fokus auf unterschiedliche Sachen raufkommt. Immer wieder neue Erfahrungen, Erkenntnisse, Überraschungen. Keine Harfe gleich der anderen, auch wenn er nach dem gleichen Modell arbeitet. Die Leiste auf der Mitte der Schalldecke wird gehobelt. Es wirkt, als habe sie eine Dicke, aber das stimmt nicht. Also analog zur Schalldecke, die nach oben hin dünner ausgearbeitet ist auch die Seitenleiste, arbeite ich die oben auch dünner weg, damit hier nicht allzu viel Masse bewegt werden muss. Oben an der schmalen Seite der Harfe werden die kurzen Saiten befestigt, die weniger schwingen können, eben weil sie kurz sind. Am unteren Ende tut sich Widerstand auf. Und man sieht hier, dass die Jahresringe so eine leichte Krümmung machen. Das heißt, hier ist die Bearbeitungsrichtung von hier bis zum höchsten Punkt. Und dann kommt die Wuchsrichtung von da aus wieder entgegen. Genau da fängt es jetzt an zu reißen, wenn ich ganz durchgehe. Jetzt muss ich dann von beiden Seiten mich vorsichtig ranarbeiten. Wie gesagt, Holz ist ein lebendiger Werkstoff. Der Korpus nimmt immer mehr Gestalt an. Auf dieser kleinen Zwischenplatte wird später das Knie sitzen, das runde Ende vom Hals. Sie verbindet Hals und Korpus. Aber zunächst soll der Hals seine immerwährende Verbindung mit der Säule eingehen.
Wenn der Zapfen der Säule mal im Hals verleimt ist, geht nichts anderes mehr. Deshalb muss das Ausarbeiten dieser Verbindung 100% passgenau sein. Jetzt geht es darum, halt hier das Ganze so schön aufeinander zu pressen bzw. ineinander zu passen, dass wirklich kein Luftspalt übrig bleibt, sondern dass es schön fest drin ist. Und dazu habe ich dann zum einen die Zwinge und die habe ich dann nochmal zum Schutz vom Holz, aber gleichzeitig auch, dass es hält, nochmal so einen kleinen quasi Schuh gemacht, der nochmal mit Schleifpapier belegt ist, damit er nicht abrutscht. Und zum anderen aber auch das Material schont. Und dann kann man hier drauf sitzen. Das Ganze ist jetzt quasi die Haltebrücke für die Kantenzwinge, die jetzt drauf kommt, die jetzt dafür sorgt, dass ich den Hals hier richtig schön in den Zapfen richtig schön das Ganze andrücke. Wieder so ein kompliziertes Konstrukt, das ahnen lässt, wie extrem wichtig die vielen Leimverbindungen für das Instrument sind. Zeit, wieder an den Korpus zu gehen. Nach diesem Schliff wird Korall noch die Seitenleisten aufleimen, die die Kanten der Harfe schützen. Und er wird wieder alles per Hand beischleifen. Danach ist der Korpus komplett. Der Hals ist es noch nicht. Ja, im nächsten Schritt leime ich jetzt hier die Seiten an, also fürs Knie. Das ist auch hier verleimt. Was noch ganz ungehobelt ausschaut, ist ganz wichtig und später ein Blickfang an der Harfe. Jetzt also die Wangen. Und schwupps sind sie dran. Hals und Säule werden auf den Korpus montiert. Die Harfe wächst. Ja, jetzt sieht man umso deutlicher, was es werden soll. Und hier dann auch mit Korkklötzen, dass man keine Abdrücke macht. Genauso wie die Zwingen halt auch mit Kork belegt sind, um ihr materialschonend arbeiten zu können. Alles fügt sich zusammen. Selbst die Wangen am Knie sehen nicht mehr ganz so ungehobelt aus, obwohl ihre Behandlung noch aussteht. Und jetzt sehen wir, wofür die Schalllöcher auch gut sind. Um Knie, Hals und Säule mit dem Korpus und der Zwischenplatte zu verschrauben. Korall käme sonst einfach nicht ran. Dann noch die Säule am unteren Ende mit dem Korpus zusammenschrauben. Und aus vielen Teilen ist ein Ganzes geworden. Endlich sehen wir sie, die Harfe. Ja, das ist schon ein toller Moment, wenn alles zusammengefügt wird. Und, und das doch hoffentlich eine innige und langwierige Verbindung wird und bleibt. Jetzt noch die Bodenplatte, die Füße. Ja, und dann geht's ans Knie. Und das ist nochmal eine Arbeit, die viele, viele Stunden erfordert. Die Bodenplatte wird verschraubt. Wieso werden diese Teile jetzt nicht verleimt? Erstens mal wegen der Haltbarkeit und zum anderen hätte ich jetzt auch, wenn noch mal irgendwas wieder erwarten nachgearbeitet werden müsste oder so, noch mal die Möglichkeit, die Bodenplatte abzunehmen und die Harfe auch wieder zu zerlegen. Ja, jetzt sind alle Teile soweit zusammen, Schalldecke. Und da kann man noch mal schön eigentlich mit der Stimmgabel demonstrieren, was jetzt auch der Resonanzkörper ausmacht. Das heißt, die Schalldecke als klanggebendes Element und dann aber der Resonanzkörper, der das Ganze dann auch noch verstärkt. Das heißt, wenn man jetzt hier die Stimmgabel auflegt, so hört man es jetzt nicht. Und sobald man es auflegt, hört man noch die Restschwingung. Ja, man hört auch, dass es hier unten etwas lauter ist. Weil einfach hier auch mehr Volumen da ist, mehr Fläche, die schwingen kann. Ja, und letztendlich die Schwingung, die sich dann auf das ganze Gebilde überträgt. Und dieses Gebilde nimmt Form an. Nach dieser Einführung in das Wunder des Hörens ist jetzt endlich das Knie dran.
Hier müssen erstmal grobe Stücke runter. Die letzte Stelle, die noch unbehandelt ist. Im wahren Sinne ungehobelt und fast unförmig wirkt sie noch im Verhältnis zu den anderen Teilen der Harfe. Mit diesem Werkzeug arbeitet Corral auch gern. Es ist eine Parmesanreibe, aber für diesen Arbeitsschritt eben genau richtig. 7, 8 und mehr Stunden ist Corral allein mit dem Ausarbeiten des Knies befasst. Freie Handwerkskunst. Trotz vieler Schablonen in der letzten Ausformung feiner Wahl zählt Augenmaß, oder? Ja, Augenmaß und Gefühl. Also das ist jetzt eine Sache, die ja eigentlich jetzt frei geformt wird. Ja, ist eigentlich schon so ein meditativer Akt. Das ist so mit meine Lieblingsarbeit beim Hafenbau. Es dauert zwar lange und am Anfang muss man auch Geduld mitbringen, weil zuerst mal die grobe Form in die feinere Form gebracht werden muss. Und das verlangt halt ziemlich viel Körpereinsatz. Aber wenn es dann nachher immer mehr sich der endgültigen Form nähert, finde ich das eine mit der schönsten Stellen, die zu gestalten. Ja, ich glaube, da ist auch irgendwie der Satz entstanden, dem Klang eine Form geben. Also dem Ganzen halt den Rahmen verleihen, den es auch verdient. Dem Klang eine Form geben. Das ist sein Motto und danach arbeitet er. So, ja, und ich freue mich jetzt auf den Moment, wenn das Öl aufgetragen wird, weil denn durch dieses Ölen, durch die Oberflächenbehandlung, das Holz nochmal angefeuert wird, die Maserung. Und das ist immer ein ganz spannender Augenblick auch, wie es dann nochmal anfängt zu leuchten. Vorbereitungen für die letzte Operation in der Werkstatt. Die Harfe wird komplett eingestrichen mit einer Mischung aus Ölen, Wachs und Kolophoniumharz, destilliertem Baumharz. Zusehends mehr wird sichtbar, was das Holz bisher noch verborgen hatte und was die einzigartige Schönheit jedes Instruments ausmacht. Ja, das ist schon ein toller Moment, wenn man auch sieht, dass die Schalllöcher jetzt viel plastischer raustreten. Jetzt, wo drumherum das Holz etwas dunkler wird vom Ölen. Und jetzt ist der Moment, wo der Klang hinzukommt. Das heißt, wenn sie jetzt getrocknet ist, ist sie bereit für die Saiten? Fast. Die Saiten werden nicht einfach durch die Bohrlöcher gefädelt, hätten wir wissen können. Sie müssen fein geführt und gezogen werden. Zunächst bohrt Corral die Löcher auf beiden Seiten des Halses durch. Festgemacht werden die Saiten später an Stimmwirbeln und danach noch über solche Stegstifte geführt. 3 Größen gibt es. Für die dicken, die mittleren und die dünnen Saiten je nach Tonlage. So geführt sind die Saiten immer im gleichen Abstand vom Holz. Die Stimmwirbel haben winzige Löcher, durch die werden die Saiten geführt. Corral dreht sie so ein, dass die Löcher schon die richtige Position haben zum Einfädeln. Und am anderen Ende werden die Saiten durch solche Messingösen unter die Schalldecke geführt und dort verknotet. Die Werkstattarbeiten sind abgeschlossen. Die fertige Harfe wird übrigens 2.500 bis 3.000 Euro kosten. Die erste Saite. Corral beginnt ganz unten bei den langen Saiten und tiefen Tönen. Die im unteren Tonbereich, die Basssaiten, sind mit Garn umwickelt, damit mehr Masse da ist, die schwingen kann. Mit dem Stimmschlüssel kann Corral die Dehnung der Saiten bestimmen. Eines der ältesten Instrumente der Menschheit. Als das gilt die Harfe. Schon die Kelten haben sie gespielt.
Es entsteht neu und frisch und wohl immer noch nach ähnlichem Prinzip. Jetzt sind sie deutlich zu sehen. Die drehbaren Stimmwirbel, die Metallstifte, um die die Saiten gewickelt bzw. gespannt werden. Und dann der Stegstift, über den der Faden geführt wird und dennoch frei schwingen kann. Jetzt sieht man hier schon, dass die Saiten unterschiedliche Farben haben. Das heißt, das ist nachher zur Orientierung für den Spieler. Das fängt jetzt in dem Fall mit der C-Seite an, die rot gefärbt ist. Und das heißt, in der Wiederholung, jedes Mal, wenn die C-Seite kommt, ist die rot und die F-Seite jeweils hier schwarz. Die ziehe ich zunächst mal vorsichtig an und erhöhe dann allmählich in den nächsten Tagen die Spannung auf die Endstimmung. Und dann muss ich halt jeden Tag spielen, Stimmen spielen, bis die Saiten sich endgültig gestreckt haben. Die Saiten nachher, die mit Knoten eingesetzt werden, dass die Knoten sich genau richtig setzen und zuziehen. Und ja, und dann kommt die Schalldecke letztendlich auch noch ein bisschen nach vorne. Das heißt, durch die Seitenspannung wölbt die Schalldecke sich auch noch ein Stück weit nach außen. Und das Ganze muss dann sich einbalancieren vom Kräfteverhältnis her. Und dann ist es so, ja, dass allmählich die Harfe stimmstabil wird und dann kann man eigentlich erst anfangen zu spielen. Zu schnell zu viel Spannung aufbauen, bringt ein Spannungsungleichgewicht, meint Korall. Das schadet dem guten Klang. Zwei Wochen später. Jetzt soll es soweit sein. Noch einmal kontrolliert Korall jede Saite. Hier an der Seite hört man jetzt schön, wie die Saite die anderen Saiten mit in Schwingung bringt. Das heißt, über die Schalldecke, die ja durch die Saite in Schwingung gebracht wird die Schwingung übertragen auf die anderen Saiten und alle, die harmonikal quasi auf der Schwingung liegen, die werden mit angeregt. Das heißt, wenn man eine Saite anzupft, kommt so eine richtige Klangwolke raus, weil die anderen mit in Resonanz gebracht werden. So, jetzt ist die Harfe in der Grundtonart gestimmt, das ist in dem Fall S-Dur. Und wenn die jetzt ein paar Wochen lang durchgespielt ist, also richtig ein bisschen eingespielt ist, dann kann man diese Halbtonmechaniken noch montieren. Das heißt, für jede Saite kommt eine Mechanik oder auch Haken, daher auch der Begriff Hakenharfe. Und ich kann dann zum Beispiel hier aus dem C durch Einlegen der Mechanik ein Cis machen. Das heißt, hier könnte ich um einen Halbton die Saite verkürzen. Und? Wie klingt sie für ihn? Toll. Also ich bin echt begeistert für eine Harfe, die gerade erst frisch beseitet ist, dass sich schon so ein toller Klang entwickelt und ja, und ich denke auch jetzt schon ein ziemlich charaktervoller Klang sich zeigt. Ja, und ich hoffe doch, dass die Musikerin, der Musiker, die Harfe später mal spielen, darin ihre Stimme entdecken.